Hallo beim Ecom Videocast im Oktober. So langsam wird es etwas kühler und die Sommerhitze ist vorbei. Da kann man sich mal wieder etwas entspannen und muss nicht so viel schwitzen. Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber in Deutschland ist jetzt schon tiefer Herbst und es ist schon ganz schön kalt. Ich werde euch dann heute mal vorstellen, was so im Oktober in Deutschland passiert. Im Season Talk gibt es nämlich einen ganz wichtigen deutschen Feiertag, über den ich sprechen werde. Und im Culture Talk werde ich euch mal vorstellen, was die Deutschen nach der Schule machen und bevor sie beginnen zu arbeiten. Da gibt es nämlich viele Möglichkeiten. Fangen wir an! Der 3. Oktober ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Es ist der Tag der deutschen Einheit, also der Tag der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Hier zeige ich euch das mal. 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wurde zwischen Ost- und Westdeutschland eine Mauer gebaut. Das heißt, Ost- und Westdeutschland entwickelte sich viele Jahre ganz unterschiedlich. Diese Mauer bestand von 1949 bis 1989 und der östliche Teil Deutschlands hieß DDR, Deutsche Demokratische Republik, und der Ostteil hieß BRD, Bundesrepublik Deutschland. Könnt ihr euch das vorstellen, dass plötzlich ein Teil von Japan abgetrennt wird durch eine Mauer und beide Teile entwickeln sich ganz unterschiedlich? Zum Beispiel gab es ja in der DDR ein anderes Schulsystem, ein anderes Fernsehprogramm, zum Teil andere Lebensmittel. Es war wirklich wie 2 Kulturen in einem Land. Ja, in der Nacht vom 8. zum 9. November 1989 wurde diese Mauer wieder geöffnet, diese Grenzübergänge, nach 40 Jahren. Das ist ein absolut unvergesslicher Tag in der Geschichte Deutschlands, weil zum ersten Mal nach 40 Jahren die Leute aus Ostdeutschland nach Westdeutschland konnten und von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Das war wie eine Revolution. In dieser Nacht kamen Tausende von Menschen an diese Grenzübergänge und konnten über diese Grenzübergänge gehen. Dabei weinten sie und hupten mit den Autos und schrien und fielen sich gegenseitig in die Arme und küssten sich, weil sie endlich wieder sich gegenseitig ihre Kulturen vereinigen konnten und ihre Familienmitglieder und ihre Freunde endlich wieder treffen konnten. In den nächsten Tagen versammelten sich die Deutschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin und setzten sich demonstrativ auf die Mauer drauf. Hier könnt ihr das gut sehen. Und sie haben mit einem Hammer versucht, die Mauer kaputt zu machen. Hier könnt ihr das auch noch mal sehen. Sie haben sich auf die Mauer gesetzt, sich versammelt und gejubelt und sich umarmt. Sie waren einfach glücklich, dass sie endlich wieder zusammen sein konnten. Und mit einem Hammer haben sie versucht, kleine Teile aus dieser Mauer herauszuschlagen und wie ein Andenken oder wie ein Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Ja, heutzutage feiert man nun diesen Tag der deutschen Einheit jedes Jahr wieder am 3. Oktober, wobei dort eigentlich in erster Linie Gedenkfeiern und Zeremonien stattfinden, an denen Politiker teilnehmen. Und die restlichen Deutschen schauen sich das eigentlich nur im Fernsehen an. Das heißt, man gedenkt diesem Tag und man nimmt es als Gelegenheit, wieder seine Verwandten und Freunde in Ost- und Westdeutschland anzurufen oder auch mal sie zu besuchen. Und man verfolgt das Fernsehprogramm zum Tag der deutschen Einheit. Vielleicht ist das für euch ja eine gute Gelegenheit, dieser Bericht. Denkt mal darüber nach. Vielleicht habt ihr auch irgendwo Verwandte in Japan, die ihr viel zu selten anruft oder denen ihr nie einen Brief schreibt. Vielleicht nehmt das doch mal als Gelegenheit, euch wieder bei diesen Freunden und Verwandten zu melden. Im letzten Monat habe ich euch bereits das deutsche Schulsystem vorgestellt und da schon angekündigt, dass ich diesen Monat euch mal vorstellen werde, was die Deutschen machen, wenn sie mit der Schule fertig sind und noch nicht mit der Arbeit oder mit dem Studium beginnen möchten. Da gibt es zum Glück in Deutschland sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein paar davon stelle ich euch einmal vor.
Und zwar ist es sehr, sehr beliebt, nach Abschluss der Schule ein Auslandsjahr zu machen und dort Spracherfahrungen zu sammeln. Das macht man meistens im Rahmen eines Working Holidays oder eines Au-pair-Aufenthaltes. Beim Working Holiday kann man in einem anderen Land in einem einfachen Beruf arbeiten, zum Beispiel als Kellner oder als Sprachnachhilfelehrer für ein Jahr lang. Und man lebt mit anderen Ausländern zusammen in einem Guesthouse oder kann sich eine kleine Wohnung mieten und nebenher im Alltag bei der Arbeit und mit vielleicht neuen ausländischen Freunden die Kultur kennenlernen. Beim Au-pair ist das ein bisschen anders, weil man beim Au-pair bei einer Gastfamilie wohnt und man kann dort umsonst wohnen und umsonst essen. Dafür muss man aber im Haushalt mithelfen und sich um die Kinder kümmern. Also beide Versionen sind sehr, sehr beliebt, weil man ja wirklich einen Einblick in die Kultur bekommt, manchmal mehr im beruflichen Bereich und manchmal mehr im Familienbereich. Eine andere Möglichkeit, die man hat in Deutschland, ist, dass man ein freiwilliges soziales Jahr macht. Das ist ein ziemlich langes Wort. Beim freiwilligen sozialen Jahr kann man für ein Jahr in einem sozialen Beruf arbeiten. Das sind soziale Berufe, sind Berufe wie im Krankenhaus, im Altenheim, im Kinderheim, also oft so auch in medizinischen Bereichen. Und dort arbeitet man einfach für ein Jahr lang für sehr wenig Geld mit. Es ist für viele junge Leute die Möglichkeit, nochmal ein weiteres Jahr darüber nachzudenken, welchen Beruf sie eigentlich später machen möchten oder in welchem Studienfach sie später studieren möchten. Etwas, was ganz wichtig ist, was es in Deutschland gibt, was ich erwähnen möchte, ist der Militärdienst, der Wehrdienst. Und zwar müssen junge deutsche Männer ab dem 18. Lebensjahr zum Militärdienst gehen. Das heißt, sie werden 9 Monate lang dazu ausgebildet, für die deutsche Armee zu arbeiten in einem Kriegsfall. Es gibt aber natürlich Männer, die körperlich das nicht können oder die das total ablehnen, weil sie nicht im Krieg mitarbeiten möchten oder im Zweifelsfall andere Menschen töten möchten. Diese Leute müssen dann den sogenannten Zivildienst machen. Da lasse ich dieses Foto gleich mal. Hier habe ich nämlich Zivildienst und freiwilliges soziales Jahr aufgeschrieben, weil es ziemlich ähnlich ist. Im Zivildienst müssen dann die Männer, anstatt bei der Armee zu arbeiten, müssen auch in diesen sozialen Berufen, also im Krankenhaus oder im Altenheim arbeiten und lernen, wie man im Prinzip, wenn es einmal Krieg geben würde, wie man sich dann um die kranken Menschen und um die alten Menschen und um die Kinder kümmern muss, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Also sie können nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, oh, ich mache keinen Wehrdienst oder keinen Armeedienst, sondern sie müssen dafür einen anderen sozialen Dienst lernen. Puh, eine ganze Menge und das war nur ein kleiner Teil, den ich euch jetzt vorgestellt habe. Ich konnte jetzt nicht alles so im Detail erklären. Wenn ihr Fragen dazu habt und euch für ein Thema ganz besonders interessiert, dann sprecht mich mal im nächsten Unterricht unbedingt darauf an. Bis dann! So, leider ist der Oktober-Videocast schon wieder vorbei. Ich hoffe, die Themen waren ganz interessant für euch. Ja, jetzt wird es langsam etwas kühler und wir können uns ein bisschen entspannen, weil die Sommerhitze vorbei ist. Wie seid ihr denn in den letzten Monaten mit eurem Deutsch so vorangekommen? Habt ihr schon ordentlich Fortschritte gemacht? Also jetzt ist es kühler und jetzt gibt es keine Ausreden mehr, müde zu sein oder faul zu sein. Also strengt euch ordentlich an und lasst uns weiter ordentlich Deutsch lernen. Bis zum nächsten Videocast. Tschüss!